Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute geht es weiter am 955er. Wir haben ja im letzten Video den Stellmotor vom Verteilergetriebe getauscht und haben uns das mal angeguckt, wie man das schaltet. Prinzipiell war jetzt die Ausgangssituation so, die Längssperren kann man schalten, die Untersetzung lässt sich aber nicht rausnehmen. Jetzt ist die Überlegung, liegt es am Steuergerät, dass das Steuergerät das nicht freigibt, oder ist tatsächlich das Verteilergetriebe kaputt? Ich habe jetzt schon mal ein Steuergerät da. Jetzt wird es aber cool. Normalerweise kann man das Steuergerät so tauschen, also Sitz ganz vor, ganz hoch, und dann kommt man da unten ran. Das Steuergerät sitzt unterm Beifahrersitz. Der Punkt ist jetzt aber, natürlich ist wieder was kaputt. Der Sitz lässt sich in der Höhe nicht verstellen. Jetzt müssen wir erstmal den Sitz ausbauen. Aber wie wir im ersten Video von dem Projekt gesehen haben, ist hinten diese Ledertasche sowieso kaputt. Also der Sitz hätte so oder so rausgemusst. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Wir bauen den Beifahrersitz aus und probieren es mal mit einem neuen Steuergerät. In diesem Sinne, auf geht's! Also wir sehen Sie jetzt hier, normalerweise fährt man den Sitz hier hoch an dem Schalter. Und es passiert genau gar nichts. Runter geht auch nicht. Geht nur noch vor und zurück. So, dann fangen wir mal an, machen die Sitzschienenverkleidung hinten runter und versuchen mal hinten die Schrauben rauszukriegen, weil das sind echte Problemfälle. So, mal gucken. Das sind 10er Vielzahn. Das ist eng. Das ist richtig eng. Mal gucken, ob das funktioniert. So, den haben wir schon mal. Jetzt haben wir es raus. Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar, warum da ein Loch drin ist. Ich glaube, nee, das macht ja auch keinen Sinn. Gesehen habe ich es so ehrlich gesagt noch nicht. Also ich kenne das mit Deckel, dann sitzt hier der Navigationsrechner drin, aber das Fach mit Loch, vor allem das ist ja so, guckt euch das mal an, das ist ab Werk ausgeschnitten. Vielleicht ein Flaschenkühler? Wer weiß. Das ist jetzt soweit schon mal ein bisschen beweglicher.
Da sitzt schon das Steuergerät. Jetzt müssen wir mal ganz vorgucken. Dass wir da irgendwie rankommen. Irgendwie rankommen, aber wie? Ups. Das war ein Teil. Gurtmühlen. Der Gurt ist seitlich eingehängt. Der hat quasi einen Sicherungsbolzen. Dafür ist die kleine Feder. Die drückt man zurück und dann kann man quasi diesen Halter über den Sicherungsbolzen nach unten schieben und rausziehen. So, jetzt haben wir alle 4 Schrauben von der Konsole locker, also rausgeschraubt. Jetzt fahren wir den Sitz noch ein bisschen zurück. Und jetzt müssen wir nämlich gucken, der Sitz ist ja verkabelt unten drunter. Den kippen wir jetzt erstmal nur nach hinten zurück. So. Und dann haben wir hier drunter die Stecker. So. Was zwickst du da ab? Das sind Schlauchbinder. Mit den Schlauchbindern ist das Kabelpaket unterm Sitz festgemacht, dass das quasi nicht locker rumhängt. So. Das ist der Kabelsatz. Da haben wir zweimal diese gelben und einmal den Kompaktstecker für die Motorensteuerung. So, also, soweit passt das hier. Dann können wir den Sitz rausheben. So, jetzt haben wir hier einige Steuergeräte drin. Das hier ist für das Navi oder Radio. Das hier ist das Steuergerät für das Verteilergetriebe. Und noch eins drunter sitzt das Steuergerät für das Automatik. Die 10er Schraube ist die Halterung für den Kunststoffhalter, wo jetzt beide Steuergeräte drin sitzen. Ich komme hier an die zweite Entriegelungslasche nicht ran. Deswegen müssen wir das jetzt rausschrauben, Stücke vornehmen, dass wir hier von hinten rankommen. Stecker, Lichtwellenleiter. Das sind jetzt hier hinten die Entriegelungslaschen. An diese bin ich rangekommen. Die drückt man einfach nur so rüber.
Und an die kommt man eben da nicht ran. Rüberdrücken und dann kann man das Steuergerät rausschieben. Und dann nimmt man das andere, schiebt es rein und dann verriegelt sich das automatisch wieder. So, und bevor wir jetzt hier... Genau. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir jetzt die Untersetzung rausschalten können oder ob er immer noch mosert. Das bringt keinerlei Verbesserung. Gut, also wir können jetzt mit Sicherheit sagen, dass es am Steuergerät nicht liegt, also es ist Verteilergetriebe. Das bedeutet, ja, es bedeutet, dass das Verteilergetriebe Schrott ist, dass es raus muss. Wir werden jetzt noch ganz fix das Diagnosegerät anstecken. Wir werden noch mal gucken, was da im Fehlerspeicher hinterlegt jetzt ist. Und ja, dann sehen wir mal weiter. Okay, wir haben jetzt hier einige Fehler drin. Also Verteilergetriebe Potentiometer, Servomotor Temperatursensor, Potentiometer 2, Aktivierung des Servomotors des Verteilergetriebes, Bremskraftverstärker und Stromversorgung. Es kann natürlich sein, dass die Fehler beim Schalten, dass sich die Fehler verändern. Es muss nicht immer sein, wenn jetzt zum Beispiel tatsächlich der Servomotor schaltet, aber nicht in die Position kommt, weil das Verteilergetriebe kaputt ist, dass dann verschiedene andere Fehler wiederum abgelegt werden, weil die Aktion nicht fertig ausgeführt werden kann. Das heißt, es muss nicht immer bedeuten, wenn sich der Fehler verändert, dass man auf der falschen Fährte ist. Es kann nur sein, dass sich infolge von Änderungen oder Testungen die Fehler ein wenig verändern. Prinzipiell, wie gesagt, würde ich aber hier sagen, da ich ja die Längssperre schalten kann mit dem Servomotor, mit dem anderen, nur die Untersetzung nicht rauskriege, würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Verteilergetriebe kaputt. Haben sie irgendwas anscheinend nicht aufgepasst oder wie auch immer. In jedem Fall muss jetzt mal das Verteilergetriebe raus. Das werden wir dann aber wahrscheinlich im nächsten Video machen. Jetzt räumen wir hier ein bisschen auf, basteln das alles wieder zusammen und ja, genau, im nächsten Teil machen wir dann das Verteilergetriebe. Also jetzt bauen wir das Ganze hier erstmal wieder zusammen. Genau, wir fangen wieder so an, stecken erstmal das ab. So, das war das. Das ist das. Jetzt haben wir hier die Schraube rausgemacht. Kann da wieder rein. So, dann haben wir das jetzt alles erstmal wieder da verstaut, wo es hin muss. Dann fehlt jetzt nur noch der Sitz. Das machen wir aber auch dann. In diesem Sinne soll es das gewesen sein für diese Woche. Ich wünsche euch derweil noch ein schönes Wochenende. Wenn euch gefällt, was ich mache, lasst ein Like da, teilt die Videos, abonniert den Kanal. Und ja, wir sehen uns in alter Frische beim nächsten Video. Ciao.